Heute sprechen wir wieder über neue Muskelwachstums-Geheimnisse. Therapeutisch, kosmetisch, Muskeln für Männer unter anderem. Es gibt keine spezifischen Geheimnisse. Warum habt ihr keinen Nutzen von Studio bis Training? Frauen erzielen schnelle Erfolge, Männer müssen Hormone spritzen. Das wünschen wir niemandem, da sie Insulin oder ähnliches injizieren. Nun sag mal, in letzter Zeit haben die meisten von Ihnen so etwas wie ein Sieb, genauer gesagt ein T-Sieb, durch den sie eigentlich alles einschenken. Warum tun sie das bloß? Weil sie Hormone spritzen, um Muskeln aufzubauen und einen Look zu bekommen. Ist das echte Stärke? Ist der Mann wirklich ein Athlet? Das ist definitiv ein großes Unglück und etwas, das niemand wünschen sollte. Es gibt meist keine echte Stärke, nicht einmal einen schönen Look. Am Ende gibt es nur Probleme und Unangemessenheiten. Selbst wer trainiert, um Rücken-, Biss- oder Gelenkprobleme zu heilen, profitiert nichts. Warum? Die Erklärung wäre lang, aber heute nehmen wir einen einfachen Teil. Bei diesem Sport hat jeder Muskel einzigartige Eigenschaften, anders als andere. Wie in der letzten Folge. Manche Muskeln brauchen mehr Wiederholungen zum Muskelwachstum, andere Muskeln brauchen zwischen Sätzen mehr Entspannung. Jeder hat ihren Charakter. Heute richten wir Übungen an echter Muskelanatomie aus, nicht an der sogenannten Wadi-Biss-Anatomie oder Wadi-Biss-Körperkultur. Das ist keine echte Wissenschaft, sondern eine volkstümliche Praxis, ohne Bezug zur Anatomie. Warum nutzt ihr nicht die Muskelanatomie vor euch, studiert sie und baut eure Übungen und Trainingsplan darauf auf? Zum Beispiel, anatomisch sehen wir, dass manche Muskeln eine größere Ausdehnung haben als andere. Wie wir sagten, jede Muskel hat zwei Enden, die an Knochen anknüpfen. Diese Enden heißen Muskelsehnen, die normalerweise an bestimmten Knochenbereichen anhaften. Aber manche Muskeln überschreiten diese Bereiche. Nehme das Beispiel der Vorderbeine vor mir. Wenn du einen Vorderbeinmuskel hast und ihn trainieren willst, was bedeutet es, ihm normale Übungen zu geben? Kontraktion und Dehnung. Wie man kontrahiert und dehnt. Im Allgemeinen sind Übungen von der Basis aus Kontraktion und Dehnung. Aber ist das so? Wenn du zum Beispiel Bizeps trainierst, Kontraktion und Dehnung des Brustmuskels, das ist eine Bewegung mit Knick. Also, wenn ich so dehne, dehne ich den Brustmuskel und wenn ich so ziehe, kontrahiere ich ihn und so weiter. Aber manche Muskeln brauchen eine Ergänzung zu Kontraktion und Dehnung, nämlich durch Knickung. Also, meine Hände sind nicht ganz offen. Ich knicke meine Hände, zum Beispiel in Form des Buchstabens U, fast, aber nicht gerade. Meine Hände hier sind gebeugt, nicht gerade. Gut, wir werden sehen, wie das in der Realität aussieht. Zum Beispiel unsere Vorderbeinübung, wie ihr auf dem Bild in mehreren Winkeln seht. Dieser Bereich hier. Die Übung, die diesen Bereich trainiert, ist anders als die Übung, die jenen Bereich trainiert. Fokussiert auf diesen Bereich und so weiter. Es müssen genug und befriedigende Übungen sein, die alle Muskelwinkel abdecken. Schaut euch die Köpfe an. Schaut, wie der Muskel an die Knochen anschließt. Dieser Kopf ist nahe am Kniegelenk, der andere hingegen länger. Habt ihr den Unterschied bemerkt? Was bedeutet das? Bei D-Biss- und Biegeübungen bewegen sich nur die Muskelbereiche, nicht aber die Köpfe, oben sich vollständig bewegen und ihren fairen Anteil an Anstrengung bekommen. Warum? Weil, wie ihr bemerkt habt, er nicht nur eine längere Strecke ausdehnt, sondern auch eine Krümmung hat, eine Windung. Bei Muskeln mit mehr Windung ist es schwieriger, dass eine normale Übung ausreicht, um die Übung zu erreichen und maximale Entwicklung für alle Bereiche und Punkte des Muskels zu erzielen. Also dieser Bereich hier ist schwierig mit der klassischen normalen Übung. Unser Klassiker ist nicht der Klassiker, den ihr kennt. Er ist alles schnell. Aber wir sprechen sogar über unsere Übungen. Yeah. Unser Klassiker ist Dehnung und Knick. Wir üben an der Leg Press Maschine in verschiedenen Winkeln. Aber diese Winkel reichen nicht aus, um diesen Bereich hier zu erreichen und zu entwickeln. Und wenn wir diesen Bereich ansprechen und entwickeln,
ist es nicht so, wie man denken könnte. Ich kriege hier oben einen kleinen Muskel und das war's. Nein. Wenn der Muskel von allen Punkten aus entwickelt wird, wenn ihr diesen Bereich erreicht. Er entwickelt sich, was bei den meisten Bodybuildern tot ist. Wenn ihr ihn entwickelt, schwillt er an und drückt die anderen Hauptteile des Muskels, sogar die hier unten, sodass er eine Masse wird, gefüllt. Also Schönheit in dem ganzen Muskel. Das Thema ist sehr präzise. Und nicht nur das. Die Vorteile sind immer, dass alle Teile des Muskels gestärkt werden müssen. Denn wenn es einen Teil gibt, den ihr nicht stärkt, ist das eine Schwachstelle bei euch. Wie das? Zum Beispiel bei klassischen Bodybuildern, die Hormone nehmen und denken, sie trainieren Sport. Sie machen unvollständige Bewegungen. Sie halten Gewicht und machen so etwas. Sie sagen, sie trainieren Muskeln statt vollständige Bewegungen, volle Dehnung, volle Kontraktion, also bekommen sie diesen Bereich hier schwach. Zum Beispiel eine Person während eines Kampfes oder beim Tragen von Gewicht in einer bestimmten Winkel zu Hause hilft seiner Frau, hilft der Familie, trotz seiner sehr massiven Muskeln in einem bestimmten Winkel. Er verletzt sich dort. Warum? Weil es eine Schwachstelle bei euch ist. Denn ihr habt nie trainiert. Ihr seid sehr massiv geworden und eure Muskeln haben sich unausgewogen entwickelt. Also habt ihr eine schwache Stelle, die jederzeit für einen Unfall oder ein Problem anfällig ist, als ob er nie ins Studio gegangen wäre und nie trainiert hätte. Denn ihr gebt ihm nie eine vollständige Bewegung. Also wenn wir dieses Ding haben, das wir besprochen haben, hilft es bei der Schutzfrage, weil wenn ihr trainiert, den Muskel vollständig mit seinen Sehnen und allen Winkeln, dann habt ihr einen starken Muskel, einen sehr starken Muskel. Das ist wichtig. Was können wir tun? Zum Beispiel, dieser Muskel hier braucht zusätzliche Übungen zu Dehnung und Knick, zusätzlich zur Leg Press. Zum Beispiel eine bogenförmige Übung. Wie eine bogenförmige Übung? Statt dass ihr die Beine in dieser Form drückt, Dehnung und Knick, fixiert ihr das Knie und macht eine bogenförmige Bogenbewegung. Diese bogenförmige Bewegung ist, diejenigen, die die Muskelenden bewegen, bewegen nur das Oberschenkelende, nicht das gesamte Muskel. Wir machen dazu eine spezielle Erklärung und Folge. Aber bogenförmig, nicht gerade gebogen. Dieses Merkmal gibt es bei manchen Muskeln. Wenn du bogenförmige Übungen an bestimmten Tagen zusätzlich zu geraden machst, wird der Muskel schöner, voller, dichter, ohne Lücken, größer, stärker und besser geschützt. Gut, welche Muskeln haben das noch? Sie haben zusätzliche Ausdehnungen, also brauchen sie bogenförmige Übungen. Schauen wir uns vordere und hintere Hände an. Die vorderen Hände, Bild vor euch, haben einen Muskelkopf, der länger ist als der andere, mit übermäßiger Ausdehnung. Also brauchst du eine bogenförmige Übung, damit er sich bewegt, wächst und den Bizeps unterstützt. Denn ihr merkt, bei den meisten Athleten fehlt ein Teil des Bizeps, außer wenn sie Hormone nehmen und sich selbst belachen. Wenn man Hormone nimmt, lacht man sich selbst aus. Aber wenn du auf natürliche Weise trainierst, fehlt dir leider der untere Muskelanteil. Um ihn optimal zu unterstützen, solltest du ihn gezielt von oben her trainieren. Und zwar mit genau dieser speziellen bogenförmigen Übung. Dadurch drückt sie den Muskelanteil nach unten, sodass sich die Muskelfasern unten sammeln, wie es im Ursprungstext beschrieben wurde. Natürlich gibt es hierfür eine ganze Reihe von verschiedenen Übungen zu diesem Thema, aber eine der wichtigsten ist genau diese bogenförmige Übung. Das liegt daran, dass sie anatomisch bedingt eine zusätzliche Dehnung ermöglicht. Als weiteres Beispiel nehmen wir die Trizepse, den hinteren Oberarmmuskel. Das merkt ihr übrigens auch bei uns ganz deutlich. Dieser Bereich hier ist der lange Kopf, den ihr kennt. Beobachtet seine Ausdehnung. Wo hört er auf? Wie erstreckt er sich mehr? Das größte Problem, er ist gekrümmt. Es ist fast unmöglich, ihn mit geraden Übungen strecken und biegen zu bewegen. Denn die Fasern brauchen eine Übung, die ihrer Richtung folgt. Schaut euch die Linien vor euch an. Schau mal, diese Linien hier vor dir sind nämlich vertikal und parallel zueinander. Lasst uns sagen, vertikale Achse zum Boden. Die Übung wäre zum Beispiel das Ziehen eines Seils von oben nach unten. Der Muskel
bleibt vertikal zum Boden und du bewegst den Unterarm, streckst und biegst. Ob vorne mit Hanteln oder hinten mit Kabeln. Ziehe das Kabel von oben, wichtig ist, dass der Muskel vertikal zum Boden ist. Sag mal, warum eigentlich? Weil die vorgespannten Faserbündel dieser Muskeln genau so aufgebaut sind, wie wir es uns gerade im Video angeschaut haben. Diese wundervollen, göttlich gestalteten Muskeln funktionieren wie erstaunliche Motorenfabriken. Es handelt sich hier um auch absolut unglaubliche biologische Fertigungsstätten. Sie sind nicht dazu in der Lage, Bewegungen entgegen ihrer vorgesehenen Richtung auszuführen. Wenn sie gebeugt sind, kannst du diese Faserrichtung überhaupt nicht belegen, sie können dann kein Gewicht tragen und es ist auch unmöglich, damit Muskelmasse aufzubauen. Daher musst du unbedingt eine passende Übung auswählen, die exakt zu ihrer natürlichen Funktionsweise und ihrer Faseausrichtung passt. Also gut, schauen wir uns das mal genau an. Wenn dein Muskel senkrecht zum Boden steht, bleibt er auch bis zum Ende der Übung in dieser senkrechten Position. Aber Achtung, so wird dein Muskel nämlich nicht wachsen und die übliche klassische Grundübung reicht hier einfach nicht aus, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Deshalb machen wir jetzt eine bogenförmige Übung. Hier ist es wirklich wichtig. Du musst deinen Muskel und deinen Unterarm fest fixieren und die gesamte Zeit über stabil halten. Lasse diese zwei Teile also absolut ruhig bleiben. Was sich hingegen bewegen soll, ist dieser Bereich genau hier. Eine feststehende Bogenbewegung wie das genannte Beinbeispiel. Das Bein bleibt fest. Du bewegst es nach links und rechts, ohne zu biegen. Also bewegt sich dieser Teil hier. Dann wird der Muskel dichter, das Wachstum integriert, die Lücken im unteren Bereich gefüllt. Du trainierst diesen Kopf, aber auch das untere Gebiet, die hässlichen Lücken, die meisten Athleten haben, wenn sie keine Hormone nehmen, also ohne Hormone. Lerne die richtige Wissenschaft, um Hormone zu vermeiden. Werde stärker, schöner, natürlich und gesund. Nicht nehmen von Hormonen, die dich Krebs, sexuelle Schwäche und unzählige Probleme bringen. Das ist die Teufelsanatomie, sie profitieren nichts davon. Es gibt keine Muskelwissenschaft vor dem Bodybuilding bis Sport. Nein, als Trainer oder jemand, der Bewegungen erfindet, musst du Anatomie verstehen. Heute haben wir das Konzept der bogenförmigen Übungen verstanden, wenn. Wir geben euch die bogenförmigen Übungen und erklären sie später detailliert. Ihr habt verstanden, warum ihr nicht blinde Traditionen folgen solltet. Nimm die Informationen, die dir gehören, und verstehe warum. Die theoretische Seite hilft nicht, wenn du es nicht praktisch siehst und ausprobierst. Der Beweis ist die Erfahrung, heute relaiert die Wissenschaft damit. Meisten darauf, meisten